Überfallen werden, abgestochen werden. Überfallen und dann abgestochen werden. Ja, irgendwie hatte ich mir den Artikel Dinge, die man im New Yorker Central Park machen kann, etwas lebensbejahender vorgestellt. Aber ganz im Ernst, da freue ich mich dann drum, dass mich meine Spaziergänge eher in den Kurpark Oberla führen, wo das Schlimmste, was einem passieren kann, dass einem jemand mit dem Rollator über die Zehen fährt und nachher nicht freundlich Entschuldigen sagt. Und alles, was den Central Park betrifft, das erlebe ich lieber mit ein bisschen Popcorn in der Hand von der Sicherheit meiner Couch aus. Und ganz ehrlich, dafür liefert uns Pierrot Le Fou jetzt als Nummer 15 ihrer hauseigenen Uncut Mediabook-Reihe mehr oder weniger den perfekt betitelten Filmkandidaten. Ja, Central Park. Und für jeden, der vielleicht vergessen hätte, wo der ist, hat der Film noch den Untertitel Massaker in New York spendiert bekommen. Und dabei ist der Film meiner Meinung nach eigentlich deutlich mehr, als dieser klischeehafte Titel sagt. Ganz im Ernst, der Film beginnt sogar relativ klischeehaft, wobei man dann allerdings in der weiteren Zeit des Films immer mehr dahinter kommt, dass die Klischeehaftigkeit des Films, der Charaktere und eben diverser Szenen und Charaktermotivationen eigentlich zu einem gewissen Grad auch eine Hommage ist und dass der Film in Wirklichkeit in anderen Szenen wiederum wesentlich tiefgründiger erscheint und einige deutlich interessantere Elemente enthält, als man ihm am Anfang zugetraut hätte. Das Ganze passt, finde ich, einfach perfekt zusammen und perfekt dazu, dass hier ganz offensichtlich ein Retro-Slasher inszeniert werden sollte, der zwar natürlich mit modernen Thematiken und mit modernen Persönlichkeiten auskommt, aber sehr wohl einfach nur die 80er Jahre atmet und blutet. Das geht hin bis zu einem treibenden Synthi-Score, der die dynamischeren Momente des Films meiner Meinung nach absolut perfekt rüberbringt. Der Film erscheint in der Reihe Pierrot Le Fou Uncut als Nummer 15 mit einer FSK-Freigabe ab 18 Jahren. Der Vollständigkeit halber erwähne ich allerdings, dass diese Altersfreigabe lediglich auf das Bonusmaterial bezogen ist. Der Film selbst hat von der FSK eine Altersfreigabe ab 16 Jahren bekommen. Das bedeutet erwartungsgemäß, dass Central Park nicht mit allzu blutigen Kills auskommt. Trotzdem sollte man, finde ich, nicht außer Acht lassen, dass die Art, wie der Killer gegen seine Opfer vorgeht, der definitiv alles andere als harmlos ist und dass es tatsächlich Filme mit diesem Gewaltgrad gab, die in den 80er Jahren erschienen sind und letztendlich dann mehrere Jahrzehnte ihr Dasein auf dem Index für jugendgefährdende Medien fristen mussten. Central Park ist in meinen Augen auf jeden Fall ein kleiner, aber feiner Slasher, eine tolle Hommage, ein toller Retro-Slasher und demnach ein Film, der, finde ich, für Genrefans definitiv empfehlenswert ist. Wie bereits erwähnt, im deutschsprachigen Raum hat sich Pierrot Le Fou des Titels angenommen, veröffentlicht neben einer Standardausgabe auf DVD und Blu-ray im Keepcase eben auch das bereits mehrmals erwähnte Mediabook aus der Uncut-Reihe. Und obwohl der Film erst nächste Woche, nämlich genauer gesagt am 18. April 2019 erscheint, ist mein Exemplar bereits eingetroffen und deswegen freue ich mich darauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check das limitierte deutsche Mediabook zu Central Park näher vorzustellen. Pierrot Le Fou veröffentlicht den Film Central Park mit zwei verschiedenen Cover-Artworks. Das eine Cover wird dabei für die Keepcase-Versionen eben auf DVD und Blu-ray verwendet, dazu allerdings ein bisschen später mehr. Das zweite Cover hier ist exklusiv nur für das Mediabook gemacht. Interessanterweise haben beide Designs offensichtlich das eine Ding gemeinsam, dass man sich hier für ein Rahmen-Artwork entschieden hat. Und ja, ich weiß, ich habe in der Vergangenheit schon sehr oft gesagt, dass ich kein großer Fan davon bin. In diesem Fall ist es allerdings recht dezent ausgefallen und mir gefällt eigentlich die Art, wie man diesen Rahmen mit den Blutspritzern hier auf dem Frontcover in das Design eingearbeitet hat. Auf dem Frontcover sehen wir eben neben dem gewohnten Pierrot Le Fou Uncut Schriftzug rechts oben einen gesichtslosen Killer, dessen
Name offensichtlich Massaker in New York ist, der ein blutiges Messer auf die Hochhäuser der Stadt hält und darunter ist ein leicht bekleidetes Mädchen im Schulmädchen-Outfit in einem düsteren und bösen Wald. Und irgendwie bin ich der Meinung, dass genau diese Konstellation dieser genau doch relativ klischeehaften Elemente, die genau das verkörpern, was bei diesem Film sehr schön passend ist, weil eben das die Hauptelemente des Films sind, genau das die Hauptklischees des Genres sind und eben auch genau deswegen das ist, worauf der Film seine Hommage eigentlich aufbaut. Wechseln wir jetzt einmal auf den Spine, da finden wir natürlich wie gewohnt das, ich nenne es jetzt mal Etikett oder Lesezeichen mit dem Pierrot Le Fou Uncut Schriftzug, natürlich den Filmtitel, natürlich alle anderen Bildelemente wunderbar, passend zu den anderen Mediabooks aus der Reihe. Ich glaube, ich hole die jetzt noch einmal schnell dazu, dass wir zumindest von so vielen, wie ich sie in meinen Händen halten kann, einmal ganz schnell die Spines vergleichen und sehen, so würde die Reihe im Regal ausschauen und das finde ich persönlich tatsächlich immer noch einfach nur cool. Wir wechseln jetzt einmal auf das Backcover und das ist womöglich auch gleich einer der Gründe, warum ich hier in diesem Fall nichts gegen das Rahmendesign habe, denn der Rahmen ist auch auf dem Backcover. Es ist tatsächlich ein durchgehendes Design, das von einem Grafiker durchdacht ist und nicht eben einfach nur ein Designer wie bei, ich sage jetzt mal NSM, der sich vielleicht bei den Maßen ein bisschen verschätzt hat oder bei Koch Media, wo man einfach es vorzieht, die Abmessungen von einem alten Kinoplakat nicht zu ändern, obwohl man das Ganze dann auf ein G2 Mediabook bringen will. Das sind einfach die Teile davon, die mich ärgern. Hier, finde ich, passt das Ganze ganz gut. Wir finden die Inhaltsangabe des Films. Wir finden eine der meiner Meinung nach Schlüsselszenen aus dem Film, ein wirklich, wirklich cooles Bild vom Hauptdarsteller, das übrigens in grüner Einfärbung eben auch ein Teil des alternativen Cover-Artworks von den Keep Cases ist. Wir finden 3 Bilder aus dem Film, die Inhaltsangabe, technische Details und das Bonusmaterial. Neben dem Film sowie den Bonusmaterialien des Mediabooks, nämlich dem Booklet und dem Poster, gibt es auf den eigentlichen Discs diesmal nur Trailer. Limitiert ist das Ganze auf 3000 Stück, wobei hier rechts oberhalb vom Ehrencode euer Mediabook individuell durchnummeriert ist. Schauen wir jetzt einmal ins Innere des Mediabooks, da sehen wir sofort das Poster, das eben auch bei diesem Release beiliegt und das ein alternatives Artwork bietet, nämlich eben genau jenes, und deswegen sagte ich vorher, wir kommen später noch dazu, dass man dann eben auch für die Keep Case Version verwendet hat, eben auch hier mit dem auch dort verwendeten Rahmen, sodass das da offensichtlich irgendwie zusammenpasst. Persönlich finde ich dieses Cover-Artwork sehr, sehr ansprechend. Vor allem finde ich auch die Art, wie die einzelnen Bildelemente zusammenkopiert werden, fast noch ein bisschen besser als beim eigentlichen Mediabook-Cover. Vor allem auch irgendwie dieser grüne Einschlag bringt es da, finde ich. Sehr, sehr cooles Motiv und eine tolle Idee, das auch noch als Poster beizulegen. Außerdem werden diese Designelemente vom Alternativcover eben auch für die beiden Discs verwendet. Auf der linken Seite vom Mediabook war standardmäßig die DVD eben mit der Skyline von New York bzw. dem Hauptdarsteller. Und dann auf der Blu-ray auf der rechten Seite sieht man die Skyline mit dem Messer. Die Skyline generell ist außerdem noch das durchgehende Innenartwork des Mediabooks. Und was ich aber an der Stelle auf jeden Fall anmerken muss, ich weiß, diese Skyline wird in dem Mediabook relativ oft verwendet, was es allerdings davon abhebt, dass wie bei anderen Mediabooks, wie damals zum Beispiel bei Nameless, einfach nur Material-Recycling betrieben wird, ist, dass die Designelemente zumindest in ein bisschen anderem Grading, ein bisschen anderer Farbgebung vorliegen und das deswegen nicht so deutlich auffällt. Außerdem noch einmal eben der Original, ich nenne jetzt mal Screenshot aus dem Film vom Hauptdarsteller aus besagter Schlüsselszene hinten auf dem Booklet, vorne dann ebenfalls eigentlich ein ziemlich cooles Design. Und drinnen wartet dann auf uns ein Text, der wieder in Zusammenarbeit mit Deadline, dem Filmmagazin, gemacht wurde. Außerdem finden wir da einige Bilder aus dem Film,
was, finde ich, sehr, sehr gut gestaltet wurde und gut angeordnet wurde, sodass das Booklet definitiv durchblätterns und lesenswert ist. Einerseits eben gibt es in dem Booklet einen Text von Nando Rona, außerdem noch ein Interview mit dem Regisseur, das geführt wurde von Leonard Elias Lemke. Grundsätzlich kann man meiner Meinung nach mit dem Inhalt der Ausstattung und dem Design von dem Mediabook durchaus zufrieden sein. Central Park stammt aus dem Jahr 2017 und wird ausschließlich digital produziert. Grundsätzlich also die besten Voraussetzungen für eine qualitativ herausragende Blu-ray-Veröffentlichung. Das ist mir allerdings bei weitem nicht genug. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Deswegen möchte ich wie gewohnt im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray-Check einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer der Blu-ray direkt zeigen und euch etwas über die Bildqualität erzählen. Wie gewohnt weise ich darauf hin, dass ich diese Bilder jetzt alle selbst gemacht und weder irgendwie bearbeitet noch verfremdet habe. Trotzdem musste ich sie abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen, wo es dann noch einmal komprimiert wird, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Trotzdem, finde ich, bekommen wir über diese Screenshots immer einen sehr guten Einblick in das Bild der Blu-ray und das ist meiner Meinung nach bei Central Park auch wirklich wieder gut ausgefallen. Wir bekommen einige Luftaufnahmen, die produktionsbedingt ein bisschen qualitativ abweichen, aber ich finde schon hier bei den ersten Screenshots sieht man sehr, sehr deutlich, dass es sich um eine digitale Produktion handelt. Vor allem bei sich bewegenden, schnell bewegenden Bildelementen kommen immer wieder etwas deutlichere Unschärfen zum Tragen, die aber beim Anschauen nicht stören, auf gar keinen Fall, die man nur merkt, wenn man eben versucht, Screenshots davon zu machen. Die Schärfe ist grundsätzlich hervorragend, die Detailzeichnung gefällt mir sehr, sehr gut. Die Farben wirken kräftig und dynamisch, der Kontrast bietet ebenfalls weitestgehend eine zufriedenstellende Dynamik. Vor allem in den hellen Szenen kann das Bild auf eine sehr eindrucksvolle Art und Weise überzeugen. Die dunklen Szenen, die dann in der zweiten Hälfte des Films überwiegen, die sind eine ganz andere Geschichte, aber auch da möchte ich jetzt ehrlich gesagt weitestgehend nicht von Kritikpunkten sprechen. Denn in den dunklen Szenen im Wald wirkt der Film oftmals sehr grob und sehr körnig. Dadurch ist das Bild natürlich relativ unruhig, aber der ganze Look des Films erinnert irgendwie auch an einen klassischen alten 80er-Jahre-Slasher, der noch auf 16 mm Filmmaterial gedreht wurde, weswegen eben genau dieser Look perfekt zum Inhalt des Films und perfekt auch zur Filmmusik passt und deswegen auf gar keinen Fall störend ist. Auffällig ist auch, dass gerade in den dunklen Szene der Kontrast dann teilweise nicht mehr ganz mitkommt, ganz besonders dunkle Bildbereiche manchmal ein bisschen grünstichig wirken, aber auch das hatte man damals bei entsprechendem Filmmaterial öfter gesehen. Die Kompression kommt weitestgehend sehr, sehr gut mit. Man hat auch nicht den Eindruck, dass da etwaige Fehler auf die Blu-ray-Produktion zurückzuführen sind, sondern eher auf die digitale Filmproduktionsweise, weswegen man teilweise leichte Banding-Effekte im Bild erkennen kann. Aber das ist alles nichts, was einem jetzt irgendwie beim Anschauen wirklich auffällt oder gar stört. Central Park ist definitiv ein sehenswerter Film. Gerade Fans von Retro-Slashern sollten hier auf ihre Kosten kommen, wenn man mit treibenden Synthi-Klängen durch den New Yorker Central Park getrieben wird von einem wirklich interessant maskierten Killer. Und mehr möchte ich an der Stelle gar nicht verraten. Das ist auf jeden Fall ein cooler, interessanter Slasher mit einigen auch guten Ideen, einigen klassischen Klischees, die aber, finde ich, sehr, sehr nett zu etwas Neuem und zu etwas Interessantem verwoben werden. Pirole Fu veröffentlicht den Film in seiner ungeschnittenen Fassung als Nummer 15 der Uncut Mediabook-Reihe, hervorragend gestaltet, passend zu den bisher veröffentlichten Mediabooks, sodass das Regal wirklich immer länger wird und immer schöner aussieht. Und ich persönlich bin ein riesengroßer Freund von dem Spine-Design der Reihe und deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ein neuer Titel erscheint. Grundsätzlich finde ich das Mediabook-Design ansprechend, das Booklet ist gelungen, Bonusmaterial beschränkt sich diesmal halt auf Trailer, dafür gibt es noch ein Poster mit dabei und meiner Meinung nach sehr zufriedenstellende Bild- und auch Tonqualität, weil eben gerade diese treibenden, intensiven Synthi-Klänge vom Klang her perfekt umgesetzt wurden.